Wir kommen jetzt zum zweiten Teil der Entwicklungslinien solidarischer Ökonomien, und zwar zu dem Part der wirtschaftlichen Selbsthilfe im globalen Süden. Ich zeige Ihnen ein bisschen, wie das dort aussieht, welche Formen dort vertreten sind. Das heißt, wir gehen jetzt weg von der Ursprungsgeschichte der Konsumgenossenschaften und schauen einfach, wie hat sich diese Ursprungsidee weiterentwickelt, ganz klar unter der Fragestellung der Armutsbekämpfung, weil das war ja auch in den Ursprüngen die Ausrichtung. Als Lernziele für diese Einheit habe ich definiert, dass Sie die Agenda 2030 zur Kenntnis nehmen, kennenlernen mit den 17 Sustainable Development Goals, die auch eine Rolle für die Genossenschaftsbewegung mittlerweile spielen und auch für die solidarischen Ökonomien. Und dass Sie zweitens die Rolle von Genossenschaften im internationalen Nachhaltigkeitsprozess erkennen und drittens das Potenzial der solidarischen Ökonomie für die Armutsbekämpfung zum einen und auch für die Transformation der Gesellschaften in den Ländern des globalen Südens definieren können. Ich komme nochmal zurück auf Lateinamerika, wo, wie gesagt, ja auch die Ursprünge liegen und wo es auch auf der Hand liegt, dass sich dort die solidarische Ökonomie zunächst einmal als Wirtschaft der Überlebenssicherung etabliert hat. Also Überlebenssicherung heißt Darstellung überhaupt einer Wirtschaft in einer ansonsten komplett von sozialen Sicherungsmechanismen befreiten Wirtschaft und Gesellschaft. Das heißt, wer eine Anstellung hat, kriegt möglicherweise mal eine Zeit lang ein gewisses Gehalt, aber wer keine Anstellung hat, hat letztendlich also weder das Anrecht auf irgendeine Unterstützung, Versicherung noch sonst irgendetwas. Das heißt, die Situation der absoluten Armut, der extremen Armut, wo Menschen also weder Bedarf zu Wasser, Lebensmitteln, Strom, Wohnen noch weiteres haben. Also dort ist die solidarische Ökonomie natürlich beheimatet in Form von, wie ich das vorhin schon erwähnt hatte, Selbsthilfekooperativen. Die können diese Gestalt haben, dass sich einfach Menschen zunächst informell zusammenschließen, beispielsweise Frauen Handwerk herstellen oder Kleinkunst herstellen oder Handarbeitsartikel herstellen und diese dann gemeinschaftlich vermarkten, dass sie beispielsweise etwas Essbares herstellen und das verkaufen oder etwas backen und das verkaufen. Also relativ einfache Tätigkeiten sind damit gemeint zunächst. Und in Brasilien beispielsweise konnte zwar die Zahl der absoluten Armut in den letzten Jahrzehnten reduziert werden, also der in absoluter Armut lebenden Menschen reduziert werden, ist aber immer noch gravierend hoch, sodass also dieser Aspekt der Armutsbekämpfung und der Sicherung, der Existenzsicherung oder der grundlegenden Bedürfnisse immer noch im Vordergrund steht. Es gibt jetzt im Moment auch politisch wiederum in ganz Lateinamerika sehr starke Umstrukturierungen, die nicht sehr förderlich sind für diesen Sektor des solidarischen Wirtschaftens. Also beispielsweise gab es in Brasilien bis vor kurzem noch ein Staatssekretariat für solidarische Ökonomie, eines der wenigen Länder, die das eingeführt hatten. Mit dem Staatssekretariat wurde zum einen
die Vernetzung und Professionalisierung dieser Betriebe, Empreendimentos Solidarios, also solidarischen Betriebe. Das müssen jetzt nicht immer eingetragene Genossenschaften sein, das können auch informelle Gruppen sein, vorangetrieben. Das brasilianische Staatssekretariat hat diese Betriebe beispielsweise kartiert landesweit, ganz klar mit der Intention, überhaupt diesen Sektor in seiner Bedeutung für die Gesamtökonomie des Landes deutlich zu machen. Und inzwischen ist es auch so, dass dort ein sehr, sehr großes Netzwerk entstanden ist, aufgrund eben auch des Staatssekretariats von Beratung, Forschung, Weiterbildung, gemeinsamer Konzeptionierung, Beteiligung, also Organisierung von Beteiligungsprozessen in relativ großem Stil. Das betrifft letztendlich, wie gesagt, die Wirtschaft des Überlebens. Ein großer Teil dort in Brasilien ging auch zurück auf das Konzept der Belegschaftsübernahme von Betrieben. Werde ich später noch was zu sagen. Gibt es einige Musterbetriebe oder Musterunternehmen, die dort in Arbeiter-Selbstverwaltung überführt worden sind. Also das Gesamtspektrum ist sehr, sehr groß und vielfältig. Und der Euclides Mantze, ein brasilianischer Philosoph, hat aber kürzlich nochmal die solidarische Ökonomie in seinem Land auch kategorisiert, kann man sagen, wo er dann sagt, das eine ist die solidarische Ökonomie des Überlebens, ja, in der es darum geht, die Bedürfnisse der Menschen zu sehen und zu erfüllen, indem beispielsweise ein minimales Einkommen generiert wird für eine Familie, sehr, sehr häufig über die Frauen. Dann gibt es die solidarische Ökonomie des Widerstandes. Diese versucht, Widerstand gegen das kapitalistische Modell zu leisten. Und er sagt dann weiterhin, aus diesem Grund gelingt es auch den meisten Initiativen aus dieser Strömung nicht, etwas wirklich Gelingendes aufzubauen, weil sie sich eben sehr, sehr stark in der Widerstandsperspektive befinden. Und das dritte, sagt er, ist die solidarische Ökonomie der Befreiung. Und hier sieht er letztendlich die Achse der Veränderung in der Gesellschaft, weil durch die Einbeziehung letztendlich auch von anderen Akteuren und gesellschaftlichen Institutionen können dort Strukturen aufgebaut werden von solidarischer Ökonomie. Das ist ihnen ganz wichtig, also nicht nur Einzelinitiativen, sondern auch Strukturen, die breitflächiger sind, die beispielsweise ganze Regionen einbeziehen und mit denen dann der Aufbau einer neuen Gesellschaftsformation letztendlich weiter aufgebaut werden kann. Diese Sichtweise des gemeinsamen Aufbauens durch die Schaffung von Institutionen passt auch sehr gut zu der Agenda 2030, die 2015 von den Vereinten Nationen verabschiedet worden ist und die mittlerweile die Agenda sozusagen der Weltgemeinschaft darstellt für den Umbau hin zu einer nachhaltigen Wirtschaft weltweit. Hier soll also mit der Agenda 2030 die globale Entwicklung sozial, ökologisch und wirtschaftlich nachhaltig gestaltet werden und die Transformation der Volkswirtschaften zu einer inklusiveren Entwicklung voranzutreiben. Hintergründe dafür ist natürlich vor allem der Klimawandel, der starke Verlust von Biodiversität, weiterhin eine massive Ausbreitung von Armut und Hunger und letztendlich das auf der anderen Seite in den entwickelten Ländern mit extrem hohem Ressourcenverbrauch verbundenes Wirtschaften, das als Gegenüber sozusagen bedeutet, dass letztendlich hier massiv umgesteuert werden muss
Und diese 17 Sustainable Development Goals sind eben auch für alle Länder gleichermaßen verpflichtet. Das ist auch verpflichtend. Das ist auch eine interessante Entwicklung, weil hier letztendlich die davor noch gültige Aufteilung von sozusagen Millenniumszielen für die Entwicklungszusammenarbeit zusammengeführt wird jetzt mit den Nachhaltigkeitszielen der Weltgemeinschaft. Das heißt, diese Agenda gilt für alle Länder, die sich an dem Prozess beteiligen. Und es sind sehr, sehr viele, fast alle. Und jedes Land hat dort sozusagen seinen spezifischen Beitrag zu bringen, was letztendlich auch wiederum zu dem passt, was wir vorher gesagt haben, zum Stichwort Solidarität. Es geht nur gemeinsam, die massiven Probleme weltweit lassen sich jetzt nur noch gemeinsam lösen. Die Genossenschaften und die solidarische Ökonomie haben sich sehr stark oder identifizieren sich natürlich sehr stark auch mit diesen Zielen. Generell natürlich das erste Ziel der Armutsbekämpfung habe ich bereits erwähnt. Dort ist sozusagen die Basis der solidarischen Ökonomie wird auch weiterhin so bleiben. Und die Genossenschaften aber als nochmal spezifische Form jetzt des solidarischen Wirtschaftens, die bekennen sich sehr, sehr aktiv zu diesen Zielen und sehen sich vor allem in dem Prozess jetzt des Ziels Nummer 12 beteiligt, was vorschlägt, eine komplette Richtungsänderung vorzunehmen in der Entwicklung von nachhaltigen Konsum- und Produktionsmustern. Ja? Da sagen die Genossenschaften, auch vertreten durch ihre internationalen Verbände, dass sie von Hause aus schon nachhaltige Unternehmen sind. Und zwar deswegen, weil sie letztendlich immer auf Gemeinschaft orientiert sind, also auf ihre Mitglieder orientiert sind, nicht auf Profitmaximierung orientiert sind, sondern letztendlich, das ist ja der Geschäftszweck und das Ziel jeder Genossenschaft, auf die Förderung ihrer eigenen Mitglieder. Ja? Also es geht in den Genossenschaften niemals darum, Profit zu erwirtschaften, um des Profites willen, sondern es geht immer darum, den Geschäftszweck zu erfüllen, der dem Interesse des Mitglieds dient. Insofern sind die Genossenschaften an sich nachhaltige Unternehmen, wenn sie auch nicht, beispielsweise, wenn sie auch nicht immer, auch nicht in den letzten Jahrzehnten unbedingt darauf geachtet haben, beispielsweise auf eine besonders ökologische Betriebsführung oder wenn sie auch nicht jetzt besonders Vorreiter gewesen sind in der Entwicklung von beispielsweise innovativen Produkten. Das ist etwas, was aber noch möglicherweise noch kommen kann. Wir hatten es vorhin gesehen, die blaue Ökonomie ist auch eine Gruppe sozusagen in der solidarischen Ökonomie, die sehr stark auf die Entwicklung neuer Produkte setzt, auf Basis natürlicher Materialien. Ja? Also blaue Ökonomie hat als Vision, die gesellschaftliche Fülle beizubehalten und auch sogar noch zu vergrößern. Insofern setzen die Vertreter sehr stark ab nochmal von den solidarökonomischen Initiativen und sagen, dass diese viel zu sehr auf Verzicht setzen, ja, und auf Limitierung und Minimalismus, dass es aber gar nicht die Lösung sein kann, sondern dass die Lösung darin liegen wird, dass der Mensch sozusagen nach dem Vorbild der Natur in die unendliche Vielfalt hineingeht. Das heißt, übertragen auf die Produktionsmuster müsste sozusagen eine ganz flächendeckende Förderung innovativer Produktionsideen oder Produktideen umgesetzt werden. Der das erfunden hat, ist auch ein Designer, mal abgesehen davon. Aber hier geht es eben darum, die Natur als Vorbild zu nehmen, also und beispielsweise dann auch Gegenstände des täglichen Bedarfs aus rein natürlichen Materialien herzustellen, die wiederum
vom Ressourcenverbrauch die Umwelt nicht mehr belasten oder von ihrem Fußabdruck her nicht mehr belasten, als wieder zurückgeführt werden kann. Also hier sagen die Genossenschaften, sind wir eigentlich sehr, sehr stark mit dabei, verpflichten sich auch den Zielen der Agenda 2030 ganz klar und sehen ihre Aufgabe in den, auch in der Sozialstrukturförderung, jetzt in der Entwicklungszusammenarbeit beispielsweise, also in der Förderung von strukturbildenden Fähigkeiten, beispielsweise von kleinen und mittleren Unternehmen, mit dem dann auch wiederum Arbeitsplätze und Einkommen geschaffen werden können. Und auch in der Förderung des Aufbaus von genossenschaftlichen Strukturen, beispielsweise im Kreditbereich, im gewerblichen Bereich, im ländlichen Bereich. Stichwort Mikrofinanzierung, Mikrokredite. Das ist auch ein zentrales Feld der Genossenschaften. Wobei ich da auch hinweisen möchte auf die Kritik, die es in letzter Zeit auch schon daran gegeben hat. Sie kennen alle den Mohamed Yunus, der ja mit der Grameen Bank sozusagen auch hochgelobt worden ist, sozusagen als Nonplusultra in der Entwicklungszusammenarbeit. Mittlerweile gibt es viele Untersuchungen, die sagen, dass die Mikrofinanzierung häufig auch mit einer Ausbeutung der Armen, mit einer verdoppelten Ausbeutung sogar noch der Armen verbunden ist. Und zwar insofern, als beispielsweise Anleger aus einem Land, also im Fall der Grameen Bank ist es so, dass Anleger aus dem Inland können ihr Geld dort anlegen, steuerfrei, ja? Weil es ja sozusagen dem guten Zweck der Mikrofinanzierung dient. Aber Untersuchungen zeigen, dass dies natürlich viel, viel größere Vorteile für die Besitzenden bringt, als dann hinterher für diejenigen, die ihre Mikrokredite dort heraus bedienen. Und es gibt sehr viele negative Erfahrungen auch mit der Rückzahlmentalität. Es gab eine hohe Selbstmordrate von Kreditempfängern, die einfach die Rückzahlung nicht mehr bedienen konnten, weil die Bedingungen des Landes das nicht zuließen, also unter anderem auch klimatische Bedingungen, die dann im Fall einer landwirtschaftlichen Kooperative zum Beispiel einfach die Ernte kaputt gemacht haben. Und das bedeutet dann natürlich, dass die Kreditnehmer den Kredit nicht bedienen können. Ja, also insofern ist das Thema Mikrofinanzierung durchaus ambivalent zu sehen. Die Genossenschaften setzen aber trotzdem weiterhin auch darauf und suchen dann auch Möglichkeiten, sozusagen dieses Mikrofinanzierungssystem fair zu gestalten.